Willkommen bei Knopf und Nadel. Ich bin Annika und heute nähen wir das zauberhafte Wendekleid. Dieses Kleid kann einmal komplett gewendet werden und von beiden Seiten getragen werden. Ich zeige es euch mal eben. Damit passt es zu jedem Anlass. Wenn mal ein kleiner Fleck drauf kommt, ist es auch nicht schlimm. Wir drehen das Kleid einfach um. Schaut es euch an, ist es nicht süß? Geschlossen wird es übrigens oben mit Knotenträgern. Das zeige ich euch jetzt mal, wie man das nähen kann. Was wird für das zauberhafte Wendekleid benötigt? Einmal braucht ihr natürlich eine Nähmaschine und das zugehörige Schnittmuster. Das findet ihr in meinem Online-Shop. Den Link dazu findet ihr wie immer unter dem Video. An diesem Schnittmuster seht ihr, dass es auch eine Version gibt für einen Beleg. Das heißt, da haben wir kein Wendekleid, sondern wir nähen oben nur einen Beleg ein. Das ist eine etwas einfachere Version. Dazu gibt es dann 3 Vorlagen zum Applizieren. Eine Tasche, ein Herz und einen Stern. Kommen wir einmal zum Stoff. Dieses Schnittmuster ist für Webware ausgelegt. Ich habe hier 2 sehr gegensätzlich aussehende Stoffe genutzt. Das sieht besonders schön aus. Nutzt jedoch gern Jeans, Musselin oder Webware. Dann braucht ihr noch einen Rollschneider und eine Stoffschere. Bei mir darf auch nie der Nahtauftrenner fehlen und ein Ausformer für den Stoff. Dazu brauche ich ein paar Stoffklammern, vielleicht auch ein paar Nadeln, Nähgewichte. Und zum Applizieren habe ich hier noch ein Saumband zum Aufbügeln und einen Stoffkleber. Der rollt einfach weg. Zusätzlich könnt ihr hier natürlich auch noch Labels aufnähen oder Bügelbilder nutzen, die ihr noch so da habt. Die machen sich perfekt auf diesem Kleidchen. Wichtig ist hierbei, dass ihr das, was ihr auftragen möchtet, nicht zu doll aufträgt. Das heißt, wenn es dann gewendet wird, dass es dann nicht irgendwo drücken könnte oder zu eng werden. Beginnen wir mal mit dem Zuschnitt. Hier ist es ganz wichtig, dass ihr daran denkt, dass ihr 4 Teile zuschneiden müsstet. Schaut bitte im Schnittmuster nach, wie viel Stoff ihr benötigt. Also einmal ist es wichtig, dass ihr immer 2 gleiche Teile ausschneidet im Stoffbruch. Das heißt, ich lege mir jetzt einmal mein Schnittmuster im Stoffbruch auf, also nehme den Stoff doppelt und schneide einmal ganz vorsichtig mit dem Rollschneider drum herum. Dabei ist es natürlich wichtig, dass eure Finger von diesem Rollschneider fernbleiben. Ihr seht das hier bei mir. Ich versuche immer dahinter zu bleiben oder eben mit den Fingern ganz woanders. Nur nicht davor legen, diese Teile sind unglaublich scharf. So, jetzt habe ich schon das erste Teil zweimal zugeschnitten. Jetzt kommt noch der Zitronenstoff. Den schneide ich auch zweimal im Stoffbruch zu. Hier sieht ihr nochmal schön, wie der Stoff aufeinander gefalten wird. Dann lege ich mir die Nähgewichte auf und schneide wieder mit dem Rollschneider vorsichtig die Finger aus dem Weg. Oben an den Trägern lasst ihr euch Zeit, schneidet ganz langsam und bewusst lang, damit ihr dort nicht aus Versehen etwas abschneidet, das ihr später noch benötigt. Achtet beim Zuschnitt natürlich auch auf den Fadenlauf, das kann bei Webware ein bisschen tricky sein. Um Stoff zu sparen, nehme ich mir jetzt einmal das Teil des Stoffes und lege es einfach ein Stück weiter. So kann ich wieder die Schräge von dem Kleid mitnehmen, indem ich jetzt einfach mein Schnittmuster umdrehe und nochmal gegengleich im Stoffbruch zuschneide für mein zweites Teil in diesem Stoffmuster. Bei den Nähgewichten würde ich euch empfehlen, wenn ihr welche benutzt, dass ihr auf jeden Fall eins auf den Träger legt. Der könnte euch sonst verrutschen und wenn der zu eng ist, bekommt ihr den nicht mehr gewendet. Für das Wendekleid habt ihr jetzt 4-mal das Schnittmuster ausgeschnitten. Wenn ihr den Beleg nutzt, dann habt ihr jetzt 2-mal das Schnittmuster und 2-mal den Beleg ausgeschnitten. Das wollte ich euch hier gerne nochmal zeigen an dieser Stelle. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich hier gern den Stern applizieren möchte. Deswegen nehme ich mir hier einen Stoffrest vor und schneide mir den nochmal zu als Sternapplikation. Den natürlich auch im Stoffbruch, damit wir hier noch einen schönen Stern applizieren können. Ganz ausführlich zeige ich euch das Applizieren nochmal im oben verlinkten Video. Ihr findet das auch nochmal in der Videobeschreibung. Also ich habe mir hier ein Vlies genommen, habe ausgemessen, wo der Stern hin soll
Und dann habe ich mir das direkt markiert, wo die Ecken von dem Stern sind, mit einem Marker, der dann wieder verschwindet. Dann habe ich einen Textilkleber genutzt und den Stern ein bisschen eingestrichen. Der verschwindet wieder beim Waschen, das heißt, er ist wirklich nur zum Applizieren gedacht. Habe das Ganze dann auf den Stoff gebracht und habe dann an den Ecken, wo es markiert war, aufgeklebt. Wie gesagt, ihr seht das dann auch mal ganz langsam und ausführlich, wenn ihr euch das Applikationsvideo anschaut. Dann wird das Vlies aufgelegt, das Stickvlies in dem Fall. Dann wird ein ganz, ganz enger Zickzackstich ausgewählt. Also ich wähle den Zickzackstich und mache den ganz, ganz eng. Das heißt, hier wird die Stichlänge ganz eng gestellt. Bei mir ist sie jetzt auf 0,8 und dann geht es auch schon los. Dann kann man den Stern ganz einfach mit diesem Zickzackstich applizieren. Der wird auch nur ganz langsam transportiert, so dass man hier einen wunderschönen Zickzackstich hat. Der sieht am Ende gar nicht mehr so richtig aus wie ein Zickzackstich. Ihr kennt das bestimmt von gekauften Sachen. Ich wollte euch nur mal zeigen, wie ich hier um die Ecken genäht habe. Falls ihr euch gut auskennt mit dem Applizieren, dann muss ich das für euch hier ja auch nicht so ausführlich darstellen. Das andere Kleid in Jeans Optik wollte ich jetzt gern mit einem Label verschönern. Das ist jetzt so ein Kunstleder-Label, das bekommt ihr bei Teddy. Die sind auch super günstig und ich finde die auch wirklich schön. Bisher habe ich auch schon gut getestet, wie die nach dem Waschen aussehen und die bleiben richtig schön für den Preis. Also die stecke ich mir gerne mit solchen langen Nadeln fest, weil die mir immer verrutschen unter der Nähmaschine. Also meistens sind die bei mir schief geworden, deswegen werden die jetzt immer schön festgesteckt. Und dann lege ich mir dieses Label unter die Nähmaschine und nähe wie bei einem Knopf fest. Das heißt, ich schalte hier den Transporteur aus und nähe dann ganz einfach das Label fest. Auch das zeige ich euch in dem Applikationsvideo. Jetzt wollen wir mal beide Kleider zusammenstecken. Dabei ist es wichtig, dass ihr einmal nach Stoff sortiert und beide Kleider separat zusammensteckt. Und zwar legen wir hier die Kleider rechts auf rechts, also die Stoffstücke rechts auf rechts bei beiden Kleiderteilen. Die Applikationen sind sozusagen innen. Und stecken die Seitenteile fest. Das ist jetzt wichtig, dass wir erstmal nur die Seitenteile fixieren. Ich habe jetzt einmal alle 4 Seitenteile festgesteckt mit Stoffklammern. Natürlich könnt ihr hier aber auch Nadeln benutzen. Wichtig ist hierbei, wie immer, dass ihr akkurat arbeitet und diese beiden Stoffteile ganz akkurat übereinander legt und schön feststeckt, so dass es dann nicht verrutschen kann beim Festnähen. Starten wir einmal mit dem Festnähen. Ich habe mich jetzt hier für den Geradstich entschieden. Ihr könnt aber auch ganz einfach die Overlock nehmen, ihr könnt einen Fake-Overlock-Stich nehmen, ihr könnt mit dem Zickzackstich zusammennähen, aber am einfachsten ist es hier halt mit dem Geradstich. Wenn man Webware zusammennäht, dann kann man auch wirklich einfach den Geradstich nutzen. Denkt wie immer daran, eure Nähte zu verriegeln, am Anfang und am Ende. Ich habe jetzt einmal alle 4 Seiten geschlossen, also von beiden Kleidern links und rechts mit beiden Stoffen. Versucht entlang der Nahtzugabe von 7 mm zu nähen und nicht weiter einzunähen. Das Kleid könnte sonst ein wenig zu eng werden. Ich habe mich da jetzt an einer Markierung auf meiner Nähmaschine gerichtet, aber ihr könnt auch eine Saumhilfe zum Beispiel an dieser Stelle nutzen. Jetzt sind beide Kleider erstmal an den Seiten zusammengenäht, das heißt, wir können sie jetzt ineinander stecken. Also ein Kleid ist auf links gedreht und ein Kleid ist auf rechts gedreht. Das ist ganz wichtig. Das Kleid, das auf rechts gedreht ist, wird jetzt in das Kleid, das auf links gedreht ist, eingelegt. Das heißt, die beiden schönen Seiten schauen sich innen an und von außen sehe ich jetzt die Seite, die dann am Ende nicht mehr sichtbar sein wird. Genau.
Ich schaue jetzt, dass die Nähte aneinander liegen, also das Kleid einmal perfekt ineinander gesteckt ist. Jetzt beginnen wir einmal mit dem Feststecken. Das zeige ich euch jetzt nochmal ganz nah, denn wir stecken jetzt erstmal die beiden Nähte zusammen. Einmal so, dass sie genau aufeinander sind. Wenn ihr fleißig seid, dann bügelt ihr die Nähte nochmal vorher auseinander. Ich habe sie jetzt mit den Fingern auseinander gedrückt, damit sie nicht so stark auftragen. Und dann lege ich sie zusammen und stecke alles rundherum fest. Also die Träger werden einmal zusammengesteckt vom Innenkleid und vom Außenkleid. Und auch die Achselnaht wird zusammengesteckt, so dass die beiden Kleider jetzt zusammengesteckt sind. Hier seht ihr nochmal die Achselnaht, wie ich das gemeint habe vorhin, wie wir die zusammenstecken. Jetzt beginnen wir wieder mit dem Zusammennähen. Ich starte immer an der Achsel und dann nähe ich einmal rundherum. Das heißt, ihr näht jetzt von der Achsel zum ersten Träger, am Träger in die Spitze rein. Dann wird das Nähfüßchen einmal angehoben. So, jetzt heben wir das Nähfüßchen an, der Träger wird ein bisschen gedreht, jetzt senkt er sich wieder ab und jetzt näht ihr weiter. Das Ganze macht ihr bei allen 4 Trägern. Ihr näht sie zusammen und näht über die Achselnaht drüber, bis ihr wieder zu eurer anfänglichen Achselnaht kommt. So dauert es ein bisschen, weil ihr jeden Träger natürlich jetzt sauber nähen müsst. Bleibt innerhalb der Nahtzugabe. Die Träger könnten sonst viel zu eng sein, um gewendet zu werden. Deswegen ist es hier nochmal wichtig, darauf zu achten. Arbeitet konzentriert und langsam an den Rundungen, damit ihr euch nicht vernäht und damit natürlich beide Stofflagen auch erfasst werden. Wieder am Ende angekommen, vergesst bitte nicht, eure Naht zu verriegeln, damit sie nicht wieder aufgehen kann. Bevor ihr das Kleid jetzt wendet, ist es wichtig, dass ihr hier die Ecken abschneidet von den Trägern. So könnt ihr die Träger viel einfacher wenden und es entsteht auch nicht so eine Stoffwulst. Das macht ihr einmal bei allen 4 Trägern, aber Achtung, schneidet auf keinen Fall in eure Naht, sonst müsst ihr die nochmal neu setzen. Ich setze auch noch im Ausschnitt Knipse in den Rundungen, das könnt ihr auch unter der Achselnaht machen, dann fällt das Kleid einfach ein bisschen schöner. Um die Kleider zu wenden, ziehen wir die jetzt einmal komplett auseinander. Also ich lege mir jetzt einmal mein Kleid hin, das ist jetzt noch komplett auf links gedreht und ich öffne es unten an der Öffnung und ziehe die beiden auseinander. Genau, so liegen die jetzt vor mir und dann kann ich alle 4 Träger von innen sehen. Und die müssen jetzt nach außen. Ich habe da eine ganz spezielle Technik, vielleicht habt ihr auch eine bessere Technik als ich. Ich nehme mir den Träger immer vor und zupfe mir Stoff für Stoff raus. Also ich ziehe das ein bisschen raus, anders kriege ich das nicht gegriffen. Auch hier kann ich wieder nur dazu raten, alles entspannt und in Ruhe zu machen. Wenn das euer allererster Träger ist, den ihr wendet, kann es sein, dass es ein bisschen schwieriger ist. Macht das entspannt und ruhig, nehmt euch dafür Zeit und verzweifelt nicht dran. Beim den nächsten sieht es dann auf jeden Fall schon wieder besser aus, wenn ihr ein bisschen mehr Routine habt. Wichtig ist dann, wenn der Träger gewendet ist, dass ihr den dann nochmal schön ausformt, damit er oben auch eine Spitze hat und nicht so komisch rund bleibt. Wenn ihr das einmal ausgeformt habt, dann bleibt das auch in dieser Form. Das Wenden und Ausformen macht ihr jetzt bei allen 4 Trägern. Für den Saum nehme ich jetzt mein Bügeleisen und ein Bügellineal und bügle den unteren Saum bei beiden Kleidern für 1 cm um. Jetzt können wir den Rocksaum feststecken. Wichtig ist dabei, dass ihr die Säume nach innen steckt. Das heißt, wir haben ja 1 cm den Rocksaum umgebügelt nach innen und genauso wird er jetzt auch wieder festgesteckt.
Schön ist es dann auch, wenn ihr die Nähte auseinander gebügelt habt, so dass es hier nicht so schwer aufträgt. Und das muss jetzt einmal rundherum festgesteckt werden. Das heißt, ihr steckt sozusagen beide Rocksäume nach innen für 1 Zentimeter und steckt es fest. Wir wollen ja am Ende keine Naht mehr sehen. Hier könnt ihr es nochmal in der Nahaufnahme sehen. Also ich habe 1 Zentimeter nach innen geklappt bei beiden Seiten und stecke sie dann zusammen. Beim Zusammenstecken nutze ich hier ein paar mehr Stoffklammern, weil ich ja die Rundungen von dem Kleid mitnehmen muss. Das ist ja unten nicht gerade, sondern wir haben eine Rundung drin und da die mitgenommen werden muss man hier mit ein paar mehr Klammern feststecken, beziehungsweise mit Nadeln, wenn ihr denn lieber Stoffnadeln nutzen möchtet. Hier passt jetzt auch sehr gut eine Spitzenbordüre. Die klemmt ihr einfach zwischen die Stofflagen bzw. steckt sie zwischen den Stofflagen fest und näht sie dann einfach mit dem Saum zusammen. Ihr habt alles fertig festgesteckt. Dann kommen wir jetzt mal zum Zusammennähen. Ich habe mich jetzt für einen Stich entschieden. Bei meiner Nähmaschine heißt der Retro-Stich. Der passte einfach perfekt zu diesem Jeansstoff vom Muster her. Wichtig ist dabei, wenn ihr euch jetzt einen Stich für den Saum aussucht, dass der von vorne und von hinten schön aussieht. Es gibt ja Stiche, die sehen von hinten nicht so richtig schön aus. Also nehmt hier gerne einen, der von beiden Seiten entweder gleich aussieht oder auch von hinten gut aussieht. Wenn ihr zum Beispiel sehr gut mit der Zwillingsnadel zurechtkommt, finde ich auch hier die Zwillingsnadel sehr gut. Dann habt ihr einfach auf einer Seite einen Zickzackstich und auf der anderen Seite einen Saum mit der Zwillingsnadel. Mein Stich ist jetzt einer von denen, die vorne und hinten gleich aussehen. Und ich finde, der passt hier sehr, sehr gut zu dem Stoff. Ihr seht das hier nochmal, dass der gut passt. Aber da lasse ich euch natürlich freie Wahl. Ihr könnt auch ganz einfach den Geradstich nehmen oder einen Zickzackstich. Da ist eurer Fantasie eigentlich überhaupt keine Grenze gesetzt. Auch wenn ich jetzt hier einen Zierstich benutze, ist es ultimativ wichtig, auch hier wieder die Naht zu verriegeln am Ende. Damit die Träger perfekt aussehen, habe ich die jetzt nochmal gebügelt. Ihr seht hier den großen Unterschied. Nach dem Nähen sehen die ein bisschen wie aufgeplustert aus. Und wenn man die dann einmal nochmal schön bügelt, dann kann man die richtig toll formen und knoten. Jetzt ist unser süßes, zauberhaftes Wendekleid fertig. Der Zauber liegt darin, dass es einfach von jeder Seite etwas Besonderes ist. Wir wenden es jetzt nochmal. Und dann schauen wir uns nochmal die Jeans-Seite an von dem Kleid. Ich finde, die ist auch richtig schön geworden. Da haben wir dann ein kleines Label rangenäht. Und an sich spricht dieser Stoff aber schon sehr für sich. Deswegen habe ich mich hier jetzt gegen eine Applikation entschieden. Ich habe es dann so immer gemacht, dass ich hier diese Träger einfach mit 2 Knoten fixiere, direkt wenn es angezogen ist. Und dann stehen hier 2 so eine süßen Schleifchen über und dann sieht dieser Träger super hübsch aus beim Tragen. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht und ihr habt Spaß beim Nachnähen. Ich freue mich wie immer über eure Werke. Abonniert meinen Kanal, denkt dran, die Glocke zu aktivieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!